Also wir können uns anscheinend entscheiden zwischen der Musik, die das Spiel von sich aus dann spielt, oder so eine Art Country. Warum nicht? Where was Bear Creek again? Hier rein, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich weiß nicht, ob dieser Waldweg so richtig gut befahrbar ist. Ich mach einfach mal. Oh, Ist eigentlich right, ganz Bear coole Musik. Creek, near the old lumberyard. Ja, sieht ganz danach aus. Schönes Holzhüttchen hier. Aber schön, die Musik läuft sogar da drin weiter. Allerdings, ab heute bringe ich die Post. Ein Blick in einsamen Holzfäller ist doch egal, ob der einsam ist oder nicht. As of today, I'll be delivering the mail. Great. I'm Robert. Nice to meet you. Likewise, I'm Meredith. And here's your mail. Thanks. I'd better open this right away. Na, okay. Oh, what the... Das klingt aber nicht gut. That doesn't sound good. Crap. That's what it sounds like. Bullcrap. Ja. Freshly baked bullcrap. Gar nicht gut. Ich mache mich ja auf den Weg. Klingt also nicht so schlimm, wie es klingt. Hey, the sound can't be worse than the smell. I'm sorry, but I have to take a better look at this. Have a nice day. Okay. Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, aber ne, ich wusste ja auch nicht genau, wie ich antworten soll. Ich meine, es ist jetzt ja auch nicht die Norm, dass du deine Post aufmachst im Beisein des Postboten, was er direkt gemacht hat, instinktiv, was jetzt irgendwie ein bisschen weird war. Aber okay. I'm not gonna judge him. So, jetzt müssen wir, glaube ich, einmal auf die ganz andere Seite vom See. Und ich frage mich gerade, was ist die kürzere Strecke? Ja, es gibt sich, glaube ich, nicht wirklich was. Weißt du was? Wir fahren sogar einfach jetzt mal hier rechts lang. Weil ich glaube, da sind nicht mehr großartig irgendwie Häuser. Und dann fahren wir hier wahrscheinlich später nicht mehr so oft lang. Also ich weiß es natürlich nicht, aber das ist jetzt so eine Vermutung einfach mal. Damit wir wenigstens hier irgendwann mal lang gefahren sind, ne? Oh, ein Tunnel. So, ich weiß gar nicht, ob wir unser Auto theoretisch hier kaputt machen könnten. Ich hoffe aber, es passiert uns auf jeden Fall nicht, dass wir irgendeinen großen Unfall bauen heute. Mir wäre es zumindest lieber, wenn das nicht der Fall wäre. Ja, okay, hier ging es doch irgendwo rein. Also vielleicht ist da doch noch irgendwas. Ne, wenn wir da auf die Karte schauen, sieht es da auch so aus, als wäre da irgendwie vielleicht so eine kleine Siedlung. Oh, hier ist auch was. Eine Motel. Sehr schön. Das habe ich sogar schon gesehen, bevor ich das Schild gelesen habe. Aber es sieht halt einfach aus wie so ein typisches Motel. Scheiße, wir kriegen die nicht überholt. Und da sind die Cops. Kurz GTA-Vibes. Ja, wir sind halt nicht die schnellsten. Dam was just as big and famous as Hoover Dam. Then I visited Hoover Dam. Okay. Sonst wird immer noch der Wegpunkt angezeigt, den wir eben gemacht haben. Aber ist nicht schlimm. So, da vorne müsste das dann auch schon gleich irgendwo sein. Oh, ein Feld. Sehr schön. Da ist eine Farm anscheinend auch, wenn ich da auf die Map schaue. Da haben wir ein bisschen zu sehr reingelenkt. Der Wagen lenkt sich ein bisschen sehr clunky. Aber er scheint ja auch nicht mehr der Neueste zu sein. Das haben wir eben ja mitbekommen. Also verzeihe ich es ihm mal. And
there's Stan's Diner. Wait, it's called Moe's Diner now? Ich wollte gerade sagen, da steht Moe's Diner, nicht Stan's Diner. So, da haben wir auch ein Paket tatsächlich für. Dann geben wir das doch direkt mal ab. Famous since 1954. Okay. Wir kommen auch hier hoch, oder? Ja, sehr schön. Oh, ist doch schon ganz schön was los hier drin. Meredith Wise? As I live and breathe. Come here, hon. Now, let me look at you. My, oh my. A few Nach lines 22 here Jahren and noch there, direkt erkannt. and the occasional gray hair. But by gosh, it's you, all right? Also, das hat schon, ne, durchaus ein bisschen Respekt verdient. Nach 22 Jahren hat man sich ja, denke ich, schon ein gutes Stück geändert. Hui, Maureen, lang nicht gesehen. Dir auch einen schönen Tag. Wow, Maureen! Long time no see. I feel so old. Oh, don't be like that now. It suits you. Age only makes a person more distinguished, is what I always say. To the mirror. Now come here. Tell me everything. Na gut, auf ein kleines Tässchen. Ja, warum nicht? Okay, one quick drink then. I know you're busy, hon. Little Bird told me all about your temporary mail job already. Natürlich. Eine News goes Kleinstadt around halt. pretty quickly around Oder here. Dorf. So, coffee? Something stronger? I warn you, I will not take no for an answer. Ja, ein Kaffee? Was? Es kommt mir vor, als wäre ich wieder 17. Nein, wirklich, ich möchte nichts. Kaffee klingt Coffee gut. sounds good. Thanks. Ja, Two nehmen wir doch. coffee, coming right up. And one piece of blueberry pie, if I remember correctly. You had one almost every afternoon after school at one point. No. Du kennst mich einfach zu gut. Ich versuche inzwischen wirklich etwas gesünder zu leben. Wer es glaubt. Wer es glaubt. You know Nee. me too well, Maureen. Always have, always will. Ashley, one blueberry pie. And Ashley, could you keep an eye on the bar for me for a bit? I'm gonna take my break now. You're a real trooper. Ich glaube, er ist überfordert. Ich glaube, er ist sehr Ashley? überfordert. Oh, sweet Mary, what are you doing? Is everything okay, hon? Oh, Lord have mercy. Das klang nicht sehr vertrauenserweckend. Sei mir nicht böse, Maureen, aber ich werde langsam mal einen Rückzug antreten. Vielleicht sollst du lieber mal nachsehen. Maybe you should check that out. Honestly, first the roof and now this? Ugh, that poor kid is like a disaster magnet. I'm sorry, Meredith. Looks like I've got my hands full for a bit. Next time, I want to hear everything, you hear? Don't be a stranger now. Ach so, ich wollte jetzt nicht unhöflich sein. Ich wirklich nicht. Sorry, ich wollte wirklich nicht unhöflich sein. Ich hoffe, das hat jetzt nicht so gewirkt. Als würde ich nichts von ihr wissen wollen. Aber ich war wirklich gerade ein bisschen besorgt. Nach wie sich das angehört hat. So, eine Postamt, das kriegen wir doch hin, oder? Das müsste hier sein. Sehr schön. Ich weiß gerade aber nicht, welche der Straßen eigentlich eher näher am See bleiben. Ne? Das macht mehr Sinn. Sollte der schnellere Weg sein zumindest. Aber schauen wir mal. Aber ganz ehrlich, ist ein gechillter erster Tag hier. Gut, wir hatten gerade eben die Polizeisache. Aber abgesehen davon war doch alles gut. Ist aber ein schönes kleines Städtchen, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Direkt am See gelegen. Ja, ja. Ist schön. Huch, nein! Oh Gott.
fast die Einfahrt verpasst. Weil ich zu sehr da auf das Symbol geachtet habe auf der Map. Das ist nicht so gut. Huch, das ist sehr abrupt gewesen. Ich habe gedacht, wir steigen erstmal aus. Aus der Familie Wise, Dienstagabend. Schön, wir werden jeden Abend angerufen. Hello? Hi, Meredith. It's Mom. How are you? How's the job? Hallo Mom, mir geht's prima. Hallo Mom, mir geht's ganz gut. Der Job ist ganz in Ordnung, glaube ich. Mir geht's prima. Es war ein schöner Hi, Tag. Mom. I'm doing great. It's so relaxing to be outside and drive around. Ja. That's great to hear. Dad says it's strange Bilder not having to von drive the truck der anymore. Jugend da hinten, glaube ich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie geht's, Dad? Muss für dich auch komisch sein. Wie geht es dir denn? Wie geht's denn euch beiden? Frag doch mal nach beiden. I can imagine that. How is Dad? Can he handle all this freedom? Ugh, don't get me started. He went on 2 fishing boat trips already. And then there's the late night poker with his new buddies. Oh, I'm almost out of coins. I'm calling from a bar and Dad's ordering a margarita again. Talk soon. Okay. Das war ein bisschen abrupt, aber okay. Wie gesagt, ich hätte gerne nach beiden gefragt, aber naja. Zu Hause bleiben und Fernsehen, zu Hause bleiben und ein Buch lesen. Terminkalender öffnen. Ja. Das sieht man gerne. Keine Termine. Das ist... Nee, also wirklich im Urlaub keine Termine zu haben, ist schön. So, zu Hause bleiben und Fernsehen, zu Hause bleiben und ein Buch lesen. Ganz ehrlich, lesen wir mal ein Buch. The Countess and the Carpenter? Really, Mom? Oh, well, let's give it a read. The Countess Schade. and the Carpenter. Buch? Chapter 1. A more disastrous entry to her new home was scarcely imaginable for Cecilia Damit habe ich Schulenblau. jetzt nicht The left gerechnet. wheel of her carriage collapsed, right as she entered through the gates of the magnificent Raubenstaben estate. She tumbled upside down, hurt her head, and worse, her hat was ruined. Suddenly, Oh she nein. heard the deep, strong voice of a young man. Are you all right, madam? Ja, ich habe gedacht, wir hätten irgendwie die Möglichkeit vielleicht, keine Ahnung, uns irgendwas auszusuchen oder so. Ging aber leider doch nicht. Schauen wir nächstes Mal doch lieber fern. Auch wenn das eigentlich ganz cool war. Good morning, Providence Oaks. We're starting the day as we always do, with a PO positive or pet peeve, followed by the weather. PO positive or pet peeve? Dale, Okay. what's it gonna be? It's a positive all the way, Jack. I went to Moe's Diner yesterday, and I don't think I've Ach ever nee, had Sekunde, die sind more weiter weg, ne? Ja, die sind weiter weg. Wir sollten erstmal hier hinten lieber uns um alles kümmern. Thank you much, Dale. That makes me want to get a piece right now. But the weather's first. We'll start off sunny with a few clouds later today. How about some music now? Gerne doch. Ein bisschen Musik hätte ich auf jeden Fall nichts. Oh, an so einem kleinen, ne, Wände haben wir hier zu wohnen. Das ist eigentlich auch ganz nice, denke ich. So, direkt mal gedreht und dann müssen wir jetzt mal schauen, welche 2 Häuser das sind. Ist es das hier? Wird bestimmt schon das Richtige sein. Wenn nicht, dann habt ihr halt jetzt die Post vom Nachbarn. Da kennt man sich ja bestimmt sowieso, ist nicht schlimm. Same handwriting as the one I delivered next door. I'm guessing party invitations? Oder irgendwie Finanzamt oder sowas. Das wäre dann natürlich bitter. So, fahren wir mal weiter. So, fahren wir mal wieder hier zurück auf die Main Street. The Flick Shack. VHS und Betamax, latest movies, latest series. Sind wir bei einem Filmverleih angekommen. Ich weiß gerade nicht, was, welche ist das? Das müsste eigentlich hier wahrscheinlich die hier sein.
guck gerade mal einfach auf die Karte. Bibliothek. Das hilft mir nicht. Ich muss die Adresse wissen. Wir sind auf der Main Street. Aber... Nee. Ja, ich müsste wissen... Das ist auch ein Paket, ne? Die Sache, das sagt mir nicht... In welchem Ort ich jetzt bin. Sekunde, es sind noch 2 weitere Pakete. Wir schauen einfach gerade mal auf der Map. Ja, das hier sagt mir nur Motel. Das hilft mir jetzt leider auch nicht, weil ich weiß ja nicht die Adresse vom Motel. Hoffen wir mal, dass das Richtige ist. Vielleicht kann man ja auch nur das Richtige und nicht das Falsche abgeben. Huch! Back to the present. Und ist das unser Charakter hier in der Hauptrolle? Sieht so ein bisschen so aus. Only the master could teach him the secrets of the old ones. Okay. The Kung Fu Kid. Okay. The friendly dad. Was? Look who's here to save us all. Ghost Blasters. Okay. Gremlins. Oh, schön. Die ganzen Anspielungen. Huch. Hier ist sehr oft das Gleiche. The Maze. Schwarzwald. The Thermometer. Okay. Hier haben wir nochmal Ghost Blasters sind groß. Gremlins sind groß. Welcome to the Flick Shack. How can I help you? Got a package for you, ma'am. Hold on. You're our new postal worker? Talk about not looking the part. Kann man von Ihnen genauso sagen? Ist das jetzt ein Kompliment? Is that a compliment? Trust me, it definitely is. Well, thank you then. Name's Meredith, by the way. Meredith Weiss. Angie, Eastman. So, what brings you to Providence Oaks? Hab früher hier gelebt, dann eine ganze Weile woanders und jetzt wieder, bin hier aufgewachsen und bin jetzt wieder da, um meinem Dad einen Gefallen zu tun. Grew up here, and now I'm back to do my dad a favor. Ah, I myself have been here for 6 years. And what brings you here? Didn't grow up here, came to do myself a favor. Touché, Mrs. Eastman. Miss. Ja, so, wollte nicht unhöflich sein. Weiß es ja nicht. So, wie läuft das Geschäft? Ihr Traum war also, Videokassetten zu verleihen. So, your dream was to rent out videotapes? Not a dream, per se. More like a vision. Figured in a sleepy town like this, people don't have much to do anyways. Might as well watch a flick, right? Auf jeden Fall haben sie eine Menge davon. Ja, sieht jetzt nicht gerade nach so super viel Kundschaft aus, aber okay. Andere schauen sich lieber die schöne Landschaft an. Ja, ich will jetzt nicht so unhöflich sein. You certainly have a lot of them. Choice is everything. Nothing quite tickles the imagination like the right movie at the right time. Maybe I should watch more movies. Well, it was nice meeting you, Miss Eastman. Call me Angie. And here, someone just returned this, and it should be right up your alley. The postman always rings twice? Ganz die Art von Humor, die ich mag. My kind of humor. Well, I don't know anything else about you, Mrs. Temporary Postal Worker. Miss. But touché, Angie. Na gut, ich schau mal rein, wenn ich Zeit habe. Wahrscheinlich werde ich aber nicht sofort dazu kommen. Sagen wir, wenn wir Zeit haben. I'll check it out if I have the time. Take your time. This isn't exactly the most popular flick in the shack. And there's plenty of choice, regardless. Okay. Well, it was nice meeting you, Miss Angie. Same here, Miss Meredith. Ne, Angie, was hast du sonst noch so zu tun? Always rings twice. You only have to watch it once. Keine Angst. Die kommen bestimmt noch mal vorbei und sagen da Bescheid, wie er war. Das machen wir. So. Fahren wir mal weiter. So, hier müssen wir rein.
Und hier müssten wir einen Brief abgeben. So, sehr schön. Das war ein blauer Brief. Kennt man. So, hier drüben hätten wir noch ein Paket abzugeben. Dann tun wir das doch gerade mal. 402 Pine Street. Okay. Was haben wir noch? So, schauen wir mal, ob uns hier jemand aufmacht. Ist auf jeden Fall immer schöner, als die Sachen einfach auf den Boden zu werfen. Communication with ground control. How do you wish to proceed? Tell them we've landed the rocket. Ground control, we have landed the rocket. We will now begin our experiments. Package for the Evans family? Just a minute. Commander Grace, permission to explore? Permission granted. Yep, we're the Evans family. Could I just take that real quick? I'm kind of in the middle of a lunar landing. Sure. Here you go. Nice helmet, by the way. Why, thank you. I actually modeled it on the Apollo 11 crew outfit. Wait, what? Meredith? Buzz Aldrin? Keine Ahnung. Buzz Aldrin? I'm sorry. Who are you? What? For real? You don't recognize your old best friend when you see her? Wait a minute. Kay? Great. And now I busted my colander. I knew opening the door in this thing was a bad idea. Tut mir leid, ich habe dich nicht mit dem Nudelsieb erkannt. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu treffen. I didn't expect to see you here. That makes two of us. Got me there. Hast du die ganze Zeit in Providence Oaks gelebt und du heißt jetzt Kay Evans? You've lived in Providence Oaks all this time? Don't sound so surprised. But yes, I married Barry Evans. I'm sure you remember our high school star quarterback. Mom! Be right there, Commander Grace! Scanning for alien life forms. That's my little scientist back there. She's crazy about space travel, as you may have guessed, even after the whole Challenger thing. Klingt, als ging es dir wunderbar. Ich freue mich so für dich. Sounds like you're doing great. I'm happy for you. Well, obviously a lot can happen in 22 years. So. Ich schätze schon, die Zeit vergeht wie im Flug. Oh ja. Time flies. So, I heard you were back in town for a while. From Maureen. That's right. I ran into her yesterday at the diner. In der Küche ist ein Feuer ausgebrochen. Ich muss deinen Onkel Stan da wohl verpasst haben. Your ja. Uncle Stan wasn't there, unfortunately. I must have just missed him. Nope. It's Mo's diner now. Like I said, a lot of things happened while you were away. Also, I work there now. Oh. At the diner. Ach so. Übrigens das Familiengeschäft, dann können wir ja mal unsere Erfahrungen austauschen. Prima, vielleicht schaue ich da bei Gelegenheit mal rein. That's great. Maybe I'll drop by sometime. Yeah, we'll see. Ready for liftoff! Listen, I'm sorry, but I don't really have time for this right now. Can't get stuck on the moon on my own, and I have to get ready for work. See you around, Em. Good to see you, Kay. Evans! Commander Grace, hold up! You'll never guess what I just found. You can say that again. Okay, das war ein bisschen awkward gerade. Aber hey, sich nach über 20 Jahren nochmal zu sehen und dann erstmal sich nicht zu erkennen. Beiderseits ist, ja, ne? Das, ja. Da sollte das niemanden wundern, dass es so ein bisschen awkward wird. Ja, so, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Na gut, eigentlich halt überall hin, ne? Ich würde erstmal hier rüber.
Huch, da wollte ich nicht. Sekunde, erstmal hier ein Wegpunkt. Also geradeaus und dann fahren wir rechts. Also aus Fahrtperspektive.